Hast du dich jemals gefragt, warum wir Menschen so seltsam sind? In diesem Video geht es nicht darum, eine verrückte Theorie zu beweisen. Es geht um eine Frage, die hängen bleibt. Passen wir wirklich zur Erde? Oder ist der Mensch das seltsamste Wesen, das dieser Planet je hervorgebracht hat? Sind wir Außerirdische? Warum der Mensch so seltsam zur Erde passt? Jedes Lebewesen auf diesem Planeten wirkt, als hätte es seinen Platz gefunden. Fische atmen unter Wasser. Vögel tragen leichte Knochen in sich, damit sie fliegen können. Eisbären überleben dort, wo ein Mensch nach kurzer Zeit aufgeben würde. Kamele kommen mit Hitze aus. Reptilien liegen stundenlang in der Sonne. Und dann sind da wir. Wir verbrennen unter unserem eigenen Stern. Unser Rücken macht Probleme, obwohl wir seit Millionen von Jahren auf zwei Beinen gehen. Unsere Babys kommen so hilflos zur Welt, dass sie ohne andere Menschen keine Chance hätten. Und unser Gehirn stellt Fragen, die kein anderes Tier zu stellen scheint. Warum sind wir hier? Was passiert nach dem Tod? Und warum fühlt es sich manchmal so an, als würde der Mensch nicht ganz zu dieser Erde passen? Das klingt im ersten Moment wie eine verrückte Frage, vielleicht sogar wie Science Fiction, aber genau deshalb ist sie so stark. Denn sobald man genauer hinsieht, merkt man, der Mensch ist tatsächlich ein sehr ungewöhnliches Tier. Fangen wir mit etwas Einfachem an, mit der Sonne. Ein Hund liegt draußen im Licht. Eine Katze rollt sich auf einem warmen Stein zusammen. Pferde, Füchse, Vögel, Rehe und unzählige andere Tiere verbringen ihr Leben unter demselben Himmel. Ihr Fell, ihre Federn, ihre Schuppen oder ihre Haut schützen sie auf ihre Weise. Beim Menschen ist es komplizierter. Viele von uns bekommen Sonnenbrand, manche sehr schnell, manche langsamer, aber der Punkt bleibt. Wir mussten Sonnencreme erfinden, eine chemische Schutzschicht, die wir auf unsere Haut auftragen, damit wir länger sicher draußen bleiben können. Denk kurz darüber nach. Ein Lebewesen, das auf diesem Planeten entstanden ist, muss sich vor dem Licht seines eigenen Sterns schützen. Natürlich ist das nicht bei allen Menschen gleich. Hautfarbe, Herkunft, Pigmentierung und Lebensweise machen einen großen Unterschied. Aber trotzdem wirkt unser Körper manchmal verletzlich gegenüber genau der Welt, in der er leben soll. Und dann ist da unser Rücken. Fast jeder kennt Rückenschmerzen. Vielleicht nach einem langen Tag am Schreibtisch, vielleicht nach schwerer Arbeit, vielleicht einfach nur nach dem Aufstehen. Der menschliche Rücken ist ein Wunderwerk, aber auch ein Kompromiss. Unsere Wirbelsäule war nicht plötzlich perfekt für den aufrechten Gang. Sie ist das Ergebnis einer langen Entwicklung. Ein Körper, dessen Vorfahren sich anders bewegten, wurde nach und nach auf zwei Beine gestellt. Das funktionierte, aber nicht ohne Preis. Bandscheiben werden belastet, Gelenke verschleißen, der Nacken trägt einen schweren Kopf und manchmal fühlt es sich an, als wäre der Mensch eine Konstruktion, die funktioniert, aber nie ganz fertig wurde. Noch deutlicher wird es bei der Geburt. Viele Tierbabys können kurz nach der Geburt stehen, laufen oder sich an der Mutter festhalten. Ein Fohlen kommt zur Welt und steht wenig später auf den Beinen. Ein menschliches Baby dagegen kann nicht einmal seinen eigenen Kopf halten, es kann nicht laufen, es kann sich nicht selbst ernähren, es kann sich nicht schützen, es kommt fast unfertig zur Welt. Und trotzdem ist genau dieses hilflose Wesen der Anfang einer Art, die Städte baut, Sprachen erfindet und Maschinen ins All schickt. Warum ist unsere Geburt so schwierig? Warum sind unsere Kinder so lange abhängig? Die Biologie hat dafür eine Antwort. Unser Gehirn wurde groß, unser Kopf wurde groß. Gleichzeitig musste unser Becken zum aufrechten Gang passen. Diese beiden Entwicklungen standen im Konflikt. Das Ergebnis ist eine Geburt, die beim Menschen besonders riskant und belastend wurde. Das ist keine Erklärung mit Außerirdischen, das ist Evolution. Aber es bleibt seltsam. Auch unser Immunsystem wirkt manchmal, als würde es überreagieren. Es soll uns schützen. Das ist seine Aufgabe. Doch bei vielen Menschen kämpft es gegen Dinge, die eigentlich harmlos sind. Pollen, Staub, Nüsse, Tierhaare, bestimmte Lebensmittel. Der Körper sieht einen Feind, wo gar keiner ist. Er greift die Welt an, durch die wir atmen und von der wir leben. Und dann kommt der vielleicht merkwürdigste Teil. Nicht unser Rücken, nicht unsere Haut, nicht unser Immunsystem, unser Bewusstsein. Ein Hund denkt nicht nachts darüber nach, ob das Leben einen Sinn hat. Ein Vogel
baut keine Tempel, weil er Angst vor dem Tod hat. Ein Reh schreibt keine Philosophie. Wir schon. Der Mensch weiß, dass er sterben wird. Nicht irgendwann im Moment der Gefahr, nicht nur instinktiv, sondern dauerhaft. Tief im Kopf, wir leben mit dem Wissen, dass unser Leben endet. Und aus diesem Wissen entstanden Grabstätten, Rituale, Religionen, Mythen, Kunst, Bücher und ganze Kulturen. Aber warum? Welchen Überlebensvorteil bringt es einem Lebewesen, sich vor der eigenen Zukunft zu fürchten? Warum hat die Evolution ein Wesen hervorgebracht, das in den Himmel schaut und sich fragt, ob es vielleicht nicht hierher gehört? Diese Frage wird noch stärker, wenn man auf unser Verhältnis zur Erde blickt. Die meisten Lebewesen sind Teil eines Kreislaufs. Räuber jagen Beute, Pflanzen wachsen, Pilze und Bakterien verwandeln Totes wieder in Nährstoffe. Die Natur ist nicht freundlich, aber sie ist ein System. Der Mensch dagegen verändert dieses System schneller als jede andere Art. Wir roden Wälder, wir verändern Flüsse, wir graben in die Erde, wir verbrennen Rohstoffe, wir treiben andere Arten an den Rand des Verschwindens. Wir sind Teil der Natur. Und trotzdem verhalten wir uns oft wie ein Wesen, das die Regeln dieses Planeten nie ganz verstanden hat. Genau hier entsteht die große Idee. Was, wenn der Mensch nicht ganz so gut zur Erde passt, wie wir glauben? Was, wenn das Leben selbst nicht nur von hier kommt? 1973 stellten Francis Crick und Leslie Orgel eine Idee vor, die bis heute fasziniert. Sie nannten sie gerichtete Panspermie. Crick war nicht irgendein Name. Er gehörte zu den Wissenschaftlern, die die Struktur der DNA verständlich machten. Und die Idee war gewaltig. Vielleicht begann das Leben auf der Erde nicht einfach zufällig hier. Vielleicht wurden die Bausteine des Lebens oder sogar einfache Lebensformen aus dem All hierher gebracht. Nicht Menschen, nicht fertige Zivilisation, nicht kleine grüne Wesen, sondern Leben selbst. Der Gedanke klingt wild, aber nicht völlig aus der Luft gegriffen. Meteoriten enthalten organische Moleküle. In Gestein aus dem All wurden Aminosäuren gefunden, also Bausteine, die für Leben wichtig sind. Und manche Lebewesen zeigen, dass Leben erstaunlich widerstandsfähig sein kann. Tardigraden, diese winzigen Bärtierchen, können extreme Kälte, Trockenheit und Strahlung überstehen. Sie wirken fast so, als hätte das Leben eine eingebaute Notfallfunktion. Das beweist nicht, dass wir Außerirdische sind, aber es zeigt, dass Leben und Weltall vielleicht enger miteinander verbunden sind, als man früher dachte. Dann gibt es Autoren, die noch weitergehen. Sie sagen, vielleicht sind gerade wir Menschen schlecht an diesen Planeten angepasst. Sie verweisen auf Sonnenbrand, Rückenschmerzen, Allergien, schwierige Geburt und unseren inneren Rhythmus. Aber hier muss man vorsichtig sein. Denn die moderne Biologie hat für vieles davon gute Erklärungen. Und diese Erklärungen sind vielleicht sogar spannender als die Idee von Außerirdischen. Der Rücken, eine Folge des aufrechten Gangs, der Sonnenbrand, ein Preis für weniger Körperbehaarung, bessere Kühlung und Ausdauer, die schwierige Geburt, ein Konflikt zwischen großem Gehirn und aufrechtem Becken. Unsere Zerstörungskraft? Vielleicht das Ergebnis eines Gehirns, das für kleine Gruppen und kurze Zeiträume entstand, aber plötzlich Werkzeuge bekam, mit denen es einen ganzen Planeten verändern kann. Wir sind wahrscheinlich keine Besucher von einem anderen Stern. Wahrscheinlich sind wir ein Tier von hier. Aber ein Tier, das zu schnell zu mächtig wurde. Und genau da beginnt der wirklich spannende Teil. Denn selbst wenn man Sonnenbrand, Rücken, Geburt, Allergien und Umweltzerstörung erklärt, bleibt eine Sache offen: die Geschwindigkeit. Keine andere bekannte Art hat in so kurzer Zeit so viel verändert. Delfine sind intelligent, Raben lösen Probleme, Schimpansen benutzen Werkzeuge, Elefanten erinnern sich an Orte und Menschen. Aber keine dieser Arten hat Schrift erfunden, keine hat Städte gebaut, keine hat Raketen gestartet, keine hat Computer entwickelt. Der Mensch ging von Steinwerkzeugen zu Atomkraft, von Feuerstellen zu Raumstationen, von Höhlenmalerei zu künstlicher Intelligenz, von kleinen Gruppen am Lagerfeuer zu einer Spezies, die Roboter auf den Mars schickt. Und das in einem geologisch winzigen Augenblick. 200 Jahre sind in der Erdgeschichte nichts. Vor 200 Jahren sah die Welt völlig anders aus. Vor wenigen Generationen gab es keine Flugzeuge.
Noch später gab es kein Internet und heute tragen Menschen Geräte in der Tasche, mit denen sie Wissen aus der ganzen Welt abrufen können. Wie konnte das so schnell passieren? War es die Sprache? War es das Kochen, das unserem Gehirn mehr Energie gab? War es die Fähigkeit, Wissen weiterzugeben? War es Kultur? War es Zusammenarbeit? Wahrscheinlich war es all das zusammen, aber trotzdem fühlt es sich an, als fehle noch ein Teil des Bildes, und genau deshalb bleibt die Frage hängen. Nicht, weil sie beweist, dass wir Außerirdische sind, das tut sie nicht, sondern weil sie zeigt, wie außergewöhnlich der Mensch ist. Wir sind ein Tier, das sich an der Sonne verbrennt und trotzdem Teleskope baut. Ein Körper voller Schwächen, gesteuert von einem Gehirn, das ganze Welten erfindet. Ein Lebewesen, das aus der Natur kommt und sich gleichzeitig ständig fragt, ob es wirklich dazugehört. Vielleicht sind wir nicht von einem anderen Planeten, vielleicht sind wir nur das seltsamste Ergebnis dieses Planeten. Aber wenn das stimmt, dann ist die Erde noch viel merkwürdiger, als wir dachten. Denn sie hat ein Wesen hervorgebracht, das seinen Rücken kaum im Griff hat, aber den Mond erreichen wollte. Ein Wesen, das Angst vor dem Tod hat, aber aus dieser Angst Kunst, Religion und Wissenschaft machte. Ein Wesen, das die Welt zerstören kann, aber auch in der Lage ist, sie zu verstehen. Vielleicht ist das die eigentliche Antwort, nicht, dass wir Außerirdische sind, sondern dass der Mensch selbst das größte Rätsel ist, das die Erde je hervorgebracht hat. Und vielleicht schauen wir deshalb immer wieder nach oben, nicht weil wir sicher sind, dass dort unsere Heimat liegt, sondern weil wir immer noch versuchen zu verstehen, was wir hier eigentlich sind.